Ja, moinsen Brudi, schön dich wiederzusehen. Willkommen zurück auf unserem Grow-Vlog. Heute gebe ich dir mal wieder ein Update nach der ersten Blütewoche. Na, was sagst du? Wir sind heute in Blütetag 8 und so sieht das bis jetzt aus. Wie man sehen kann, der Blütestretch hat voll zugeschlagen. Ja? Und wir wollen in diesem Video so ein bisschen darüber sprechen, was wir gegen den Blütestretch tun. Wir werden ein bisschen unsere Düngermethoden besprechen und wir werden unsere Pflanzen wieder von unten gießen, also ein bisschen Bottom-Feeding anwenden. Und vielleicht mache ich noch eine kleine Entlaubungssession. Ich meine, ich habe das schon 3 oder 4 Mal mit euch gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ihr da Bock drauf habt. Aber irgendwas müssen wir gegen diesen ausufernden Dschungel tun, der sich hier in diesem Zelt immer wieder auszubreiten scheint und dem ich irgendwie nicht Herr werden kann. Weil unsere Ladies wachsen wie verrückt. Denen scheint es hier wohl ganz gut zu gehen. Wisst ihr, der YouTube-Algorithmus versucht gerade uns kleine Kanäle und speziell die Cannabis-Content-Creator klein zu halten. Und um das zu vermeiden und zu bekämpfen, ist es wichtig, dass ihr diese Videos liked und teilt und auch in den anderen Pro-Kanälen vorbeischaut und denen mal einen Shoutout da lasst vom Bubertsbrudi, der euch vorbeigeschickt hat. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass wir als Community zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Also deswegen ein großes Shoutout hier an meinen Bubertsbrudi Weedy Gonzales, den ich seit dem ersten Tag verfolge und der mich mehr oder weniger dazu motiviert hat, hier auch diesen Kanal öffentlich zu machen. Den Stevie Wonder, den verfolge ich auch seit dem ersten Tag, genau wie Münchner Grow und Dinkeldieter. Shoutout an euch Leute, ihr seid es, die diesen Kanal möglich machen. Ich möchte mich bei euch bedanken. Das ganze Projekt war eigentlich als private Grow-Vlog für meinen echt Live-Brudi gedacht, aber ich habe jetzt so viel Feedback von euch bekommen. Euch scheint das zu gefallen, deswegen nehme ich euch jetzt hier mit auf meine Reise. Wir schauen mal, was rauskommt, was die Backseeds am Ende abwerfen und wie viel die beiden Damen von Dutch Passion dagegen zu halten haben. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, ohne euch wäre dieser Kanal nicht möglich und wäre immer noch private und nur für meinen Brudi bestimmt. Deshalb liked das Video, teilt es mit euren Freunden, lasst einen Kommentar da und macht gerne ein paar Vorschläge, was ich euch im nächsten Video präsentieren soll. Bis dahin, reingehauen, euer Bubertsbrudi. Ich muss auch ehrlich gestehen, der Blütestretch bereitet mir langsam Sorgen. Wir sind hier zwar erst in Blütewoche 1, aber die Pflanzen gehen in die Länge. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also so 4-5 cm am Tag muss ich die Lampe hochstellen. Das geht gerade gut ab und die Branches, die hier gerade alle aus dem Netz rauskommen, die sind halt entweder zu lang, so wie der Kandidat hier, der, wie man hier vielleicht sehen kann, schon ganz gut da rauswuchert. Ja, kommt Fokus. Fokus. Der hier ganz gut rauswuchert schon, aber noch nicht lang genug ist, dass ich ihn quasi 1 Quadrat weiter schieben könnte, so dass es hier alles schon ziemlich dicht wuchert. Auch da unten sieht man schon, kommen überall die neuen Triebspitzen raus. Das wird trotz Low-Stress-Training, trotz Bending und trotz Ausdünnen alle 2-3 Tage sehr, sehr eng hier drin in der guten Stube. Ja, Brudi, was meinst du? Beeindruckend, oder? Also mit dieser krassen Entwicklung hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet, als wir vor einer Woche mit der Blüte gestartet sind. Das hat sich ja echt Bombe entwickelt. Doch, das bringt natürlich auch einige Herausforderungen mit sich. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, habe ich Probleme, diesen Dschungel Herr zu werden. Es ist so dicht bewachsen hier überall. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir gehen mal hier in die Skywalker Haze rein. Aber teilweise, so wie hier, ja, hier sieht man das ganz gut. Muss man erstmal fokussieren für euch. So,
Da liegen die Blätter aufeinander, weil das so dicht wächst. Ja? Und dann entsteht unter den Blättern meistens, jetzt natürlich nicht, ist der Vorführeffekt, entsteht da so eine Feuchtigkeit. Ne? Da sammelt sich die Feuchtigkeit, weil die Pflanzen transpirieren. Die können das nicht richtig ausschwitzen. Und das will ich hier gar nicht haben, weil das ist auch eine Ursache für Schimmel später, wenn wir dicke Blüten bekommen. Und das wird hoffentlich bald der Fall sein. Sieht zumindest für mich danach aus, als ob sich das alles ganz gut entwickelt. So Leute, mir geht das schon wieder schlecht. Ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen medizinieren. Ja? Wenn ihr sehen wollt, wie man sich aus dem da sowas hier herstellen kann, dann guckt doch einfach mal meinem Kanal vorbei. Aber ja Freunde, was soll ich sagen? Wir machen einfach weiter. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ja, deswegen bin ich hier auch fast täglich dabei zu entlauben in diesem Urwald und will euch da heute auch nochmal mitnehmen. Außerdem, wie gesagt, sprechen wir ein bisschen über das Bottom Feeding. Ne? Wir gießen unsere Pflanzen hier unten in die Untersetzer, weil ihr euch das sicherlich vorstellen könnt, hier oben mit der Gießkanne irgendwie reinzukommen und die Pflanzen von oben zu gießen. Und dabei nach Möglichkeit nicht die Blätter nass zu machen, weil das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, damit sich keine Brandflecken unter den Blättern oder auf den Blättern unter dieser krassen LED-Lampe da oben entwickeln. Ne? Und deswegen nehme ich hier jeden Tag richtig gut Blätter raus und es hört einfach nicht auf zu wachsen. Außerdem zeige ich euch heute nochmal, wie wir die Damen düngen. Ja, die haben nämlich Hunger. Und ich denke, wir laden sie mal auf eine Runde leckeres Essen ein und zeige euch das Ganze, wie wir das per Bottom Feed an die Damen verfüttern. Ja, was ist das Bottom Feeding? Bottom Feeding bezeichnet das Gießen von unten, in Deutsch einfach gesagt. Das heißt, wir gießen unsere Pflanzen, indem wir Wasser in ein Gefäß füllen und dort die Pflanze reinstellen. Das ist bei so einem Dschungel hier natürlich schlecht möglich. Deswegen machen wir das in die Untersetzer rein. Da funktioniert das wunderbar. Ja? Beim Gießen von unten in den Untersetzer haben wir mehrere Vorteile. Zum Beispiel ist es so, dass es ein tieferes Wurzelwachstum fördert, ja? Weil die Feuchtigkeit im Topf unten ist die Pflanze dazu angeregt, wirklich tief in den Topf hineinzuwachsen und nach unten zu wachsen, um das Wasser rauszuziehen. Gleichzeitig verhindert das Staunässe an der Oberfläche eurer Erde oder eures Substrates, was euch dabei hilft, dass ihr weniger Schimmelbildung habt. Und darüber hinaus verhindert es auch, dass ihr sehr viele Trauermücken habt, die aus eurer Erde rauskommen. Das ist nämlich ein Problem, was ich hatte am Anfang. Wenn ihr die Grow-Serie euch von Anfang an verfolgt habt, habt ihr das vielleicht gesehen. Deswegen bin ich zum Bottom Feeding übergegangen und das funktioniert bei mir, wie man sieht, prima. Ich kann euch das nur empfehlen, dass ihr das auch mal ausprobiert, eure Pflanzen von unten zu gießen und testet das mal aus und schreibt mir in die Kommentare, wie eure Pflanzen das fanden. Ich mache das in Zukunft nur noch so. Ach ja, zum Thema Dünger nochmal. Mr. P steht ja auf Kokos, reine Kokosbriketts aus dem Baumarkt und die anderen drei hier, die stehen auf Floragard Professional Grow Mix. Dementsprechend dünge ich die experimentellerweise unterschiedlich. Mr. P bekommt von mir Neudorf RC Tomatendünger. Die anderen drei dünge ich mit, Kombu Blumendünger mit Guano. Wenn euch das interessiert, schaut mal in meinem letzten Video, das verlinke ich euch jetzt entweder hier oben links oder rechts. Mal gucken, wie YouTube das anzeigt nachher. Da findet ihr auf jeden Fall die Dünger nochmal genau beschrieben und ich kriege hier kein Geld oder so, ist keine Paid Promotion. Das ist einfach nur das, was ich benutze. Ihr seht das Ergebnis hier und ich glaube, das spricht für sich. Man muss nicht viel Geld für teure Grow-Dünger ausgeben. Das geht auch mit einfachen Düngern aus dem Baumarkt, gute Ergebnisse zu erzielen. Vielleicht lehne ich mich gerade ein bisschen weit aus dem Fenster, weil wir wissen noch nicht, was kommt, aber ich finde, soweit sieht das relativ stabil aus hier. Ja, das regelmäßige Entlauben hilft uns, Krankheiten vorzubeugen und die Pflanzen in Topform zu halten, damit sie wirklich schön und kräftig dastehen. Außerdem hilft es uns, die Luftfeuchtigkeit im Growzelt ein bisschen niedriger zu halten,
Damit habe ich besonders gekämpft. Man muss dazu wissen, die Pflanzen transpirieren über ihre Blätter Wasser. Das heißt, je mehr Blätter die haben, umso mehr Wasser können die transpirieren. Das heißt, umso mehr ist die Luftfeuchtigkeit in eurem Zelt hoch und umso mehr muss eure Lüftung und euer Entlüfter dagegen arbeiten. Und ich habe da so ein bisschen Probleme, weil die letzten Tage haben wir draußen zwischen 80 und 90% Luftfeuchtigkeit. Die Box steht hier bei mir im Schlafzimmer und selbst wenn ich das Fenster aufmache, dann geht die Luftfeuchtigkeit nicht wirklich runter. Wenn das ein bisschen besser wird mit dem Wetter, habe ich hier auch keine Probleme, die Luftfeuchtigkeit zu halten. Ja, Brudis, das war's schon wieder für heute. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Tipps mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Und vergesst nicht, unser Video zu liken. Bis dann. Hauen Sie rein. Euer Buberts Brudi.